Herzlich willkommen bei unserer kleinen Play-Ausstellungsführung. Wir zeigen euch so ein bisschen, was es alles zu sehen gibt. Wir haben die Ausstellung zum Thema Giga Bash geteilt in 3 Bereiche, nämlich Reflexion, Stress und Entspannung. Und ja, wer führt euch hier durch? Wir haben hier einmal Rahel, That's me. And we have Matt. das bin ich. Yeah, obviously. And we are the curators of the play exhibition. And as Matt just said, this year the exhibition is divided into 3 parts, centered around reflection, stress, and relaxation. And without further ado, I'd say we get started now. Ja, absolut. Wir haben ganz am Anfang Flotsam. Flotsam ist ein sehr schönes Spiel, fantastisch anzusehen. Man sieht aber auch, dass mehrere Level ist da ein bisschen gestiegen. Wir sind leicht in der Zukunft und können uns so ein bisschen Gedanken machen, was war denn da alles in der Vergangenheit? Warum gab es diese Katastrophe? Was bedeuten diese ganzen Objekte, dieser ganze Schrott, der da rumfliegt? Aber vor allen Dingen auch, was können wir jetzt damit Neues bauen? Yeah, and honestly, I think we've all been hearing a lot about rising sea levels and climate change, and that is all absolutely terrifying, but Flotsam really shows an optimistic look into that future because it really does make the best out of an awful time, and you can make these wonderful, like, colorful and vibrant and very lively cities, and like all the buildings you can build look absolutely incredible, and it just looks like a great time all around, honestly. Ja, und das nächste Spiel, was wir direkt haben, ist No by Heart. Das ist von den Menschen, die Pathologic 2 gemacht haben, ja, eins meiner Lieblingsspiele. Von daher, ich bin sehr erfreut, dass wir sie auch hier dabei haben. Hier geht es um ein paar Freunde, die zurückkommen in die Kleinstadt, in der sie aufgewachsen sind. Und sie werden ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Was war damals? Wie hat sie das vielleicht geformt? Man taucht in diese Erinnerung so traumhaft ein und es geht dann aber natürlich auch wieder darum, was machen wir jetzt mit diesen Erinnerungen, wie gehen wir in der Zukunft weiter oder halt auch auseinander. Yeah, and this connection between past and present and future, and also making hard decisions and maybe not having the best outcomes, I feel like that is very representative for this program point of, well, reflection. And it looks absolutely incredible. And as Matt said, when you know game's as good as Pathologic and Pathologic 2 have been made by a studio, you know that you can expect a great game here as well. Was haben wir jetzt? Oh. Und? Self a circle. Ja. Yes, so I can take over. Okay. Nope. Good. Na, wie du magst. Okay, it's already started. So, in South the Circle, you play academics who are caught up in political conflict. And as the title says, you are in the southern hemisphere because you are traversing the Antarctic. And yeah, Matt, you wanna... Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir sind in South the Circle in 2 Zeitebenen unterwegs. Einmal sind wir abgestürzt in der Antarktis und müssen schauen, wie wir da vielleicht wieder rauskommen. Und manchmal verwandelt sich genau diese Szenerie wieder in die Vergangenheit, wo wir noch Studenten sind. Hier geht es um Frauenrechte, Antikriegs, Propaganda, Demonstration wollte ich gerade sagen. Und ständig muss man abwägen zwischen Liebe, Karriere und den Promises, den man macht. Geht schon weiter. We need to talk faster. Yes, Let's go, Matt. Go. Okay, Dreamscaper ist fantastisch. Auch hier sind wir in 2 unterschiedlichen Traum- und Realzuständen unterwegs. Im Traumzustand muss man sich den Ängsten stellen, die man in der Realität probiert zu überwinden. Und wenn man nicht träumt, dann befindet man sich in der Realität und kann mit Menschen reden, die Stadt kennenlernen und so seine Grenzen Schritt für Schritt erweitern. Yeah, fighting nightmares and by day strengthening your resolve and your powers against these nightmares. That, on one hand, sounds like therapy, but on the other hand, just also sounds like a really great concept. I mean, it is a really great concept, obviously, because you can see how fantastic the game looks, how fun the battles look, and honestly, the colors and the effects and just the whole idea behind it is absolutely incredible. And it is a roguelite, so you know it's going to be a lot of fun.
Up next, we have Pilgrimage, which is quite different from the previous games we've shown because it is basically an interactive walk through an album. The album is Panorama by La Dispute. I'm bad at French. They're an American band, though, so I hope they don't mind. And yeah, as you can see, it is absolutely incredible scenery. You're walking through like these vast landscapes and you are listening to the music and listening to the lyrics and losing yourself in them, which perfectly fits with Reflection once again. Ja, die letzten paar Sekunden noch schnell zusammengefasst. Das ist ein interaktives Musikvideo. Man bewegt sich im Musikalbum quasi von La Dispute durch eine Landschaft und man muss quasi erkunden, wie die Musik reflektierend auf diese Landschaft zurückwirkt, was sie bedeutet und was man aus einer Wanderschaft alles mitnehmen kann. See, you got it in time. Geht schon. Office Job, oh ja, das mag ich sehr. Unsere große Installation, die wir da haben, in Office Job hat man einen überdimensionalen Pappcomputer und muss probieren, dem täglichen Stress im Büro ja, damit klarzukommen und halt Pop-ups wegzuklicken. Also es ist Stress, wir sind bei Stress angelangt jetzt. Yeah, if you thought that like just clicking away pop-ups of like lonely ladies in your area want to meet you was annoying because you accidentally clicked on a wrong link, try doing that with a gigantic mouse made of cardboard. You can try that at the Play Festival, obviously, with Office Job, which is our big installation, and just probably one of the highlights of the entire exhibition, if we're being honest, just like in sheer size and fun alone. Also Highlights, alle Spiele sind natürlich yeah, ein of course, Highlight like in der everything's a Ausstellung. highlight. I don't have favorite. I mean, I might have some favorites, but you know, ja. it's a big mouse. What can you do? I'm sorry. Okay. Du willst anscheinend. Yes, Giga Bash. I'm very excited about Giga Bash because, as you can see, it's a giant kaiju brawling game, and you are able to fight each other, basically fight the city and destroy the city around you. Honestly, if you're having a bad day, Giga Bash is the best way to go about like getting that stress out of your system. Genau, also Stress hier hat man im Spiel teilweise auch irgendwie, gegen die anderen Leute, gegen den Computer oder gegen die anderen Leute, wollte ich sagen, kann man hier antreten. Und manchmal ist es natürlich aber auch ein Stress-Relief. Einfach mal nur so richtig Kloppe raushauen und dabei Spaß haben. Ja, darum geht's hier. Also ich glaube, Monster Kaiju Battle, da kann man einfach nichts verkehrt machen. Yeah, honestly, that is, I think if you hear people cheering and being loud at the exhibition, it's probably going to be people fighting each other in Giga Bash. And, yeah. Ja. Ein bisschen ruhiger geht es dann jetzt in der Eldorado Mission zu. Hier haben wir dieses klassische Prinzip mit Take a Breath. Wo sollte man manchmal Luft holen, wenn man lange unter Wasser ist? Hier hat man nicht ganz so viel Luft. Man ist mit einem U-Boot unterwegs, muss probieren, Schätze zu finden. Wie man hier aber auch schon ganz gut sehen kann, hat das auch mit Reflexion zu tun, weil es ist komplett dunkel. Man muss ab und zu mal das Sonar anmachen und wenn man das anmacht, muss man schnell auf dem Bildschirm zeichnen, um festzuhalten, wo man eigentlich lang geht. Also die Reflexion ist hier wirklich sehr literal und der Stress der ausgehenden Luft und der Zeit, ja, sehr fantastisch. Yeah, honestly, I cannot imagine something more stressful than being in a tight, confined space underwater and it's dark. So, the Eldorado mission is a perfect example of stress and, well, reflection, just as Matt said. And, yeah. What's next? Es liegt halt sehr nah beieinander, manchmal Stress und Entspannung. Ja. Und sehr klar sieht man das auch bei Exo One, wo man sich auf einem Planeten, auf einer Reise befindet, in einem merkwürdigen Objekt und man muss beständig Schwung holen, um wieder fliegen zu können. Und sobald man oben ist, ist es wirklich entspannt, aber sobald man unten ist, gibt es Stürme und Hagel und was auch immer noch. Und ja, man ist einfach auf der Reise. Yeah, also this looks like intergalactic frisbee. I feel like this just looks like you're flying around as a frisbee sphere, which honestly, UFOs might just be frisbees. Who knows? And yeah, just looks absolutely incredible. Once again, I like good visuals, as you've noticed by now, and all these different scenes and spaces and weather just look like a perfect backdrop to a fast-paced and fun game.
but also stressful. So honestly, Es at ist least the view Flow. is Es nice. ist Flow letztlich. Oh, speaking of stressful, you know how you sometimes get stuck in a hotline and like have to press numbers to like, I don't know, get your security number or whatever sorted out? Well, imagine being stuck in the phone line to prevent a nuclear attack. Because that is the plot of Cold Line, as you can see here, and it is incredibly stressful. It only takes 10 minutes, but I think at the end of those 10 minutes, you will be wanting to take a breath. Ja, also eine stressvolle Situation ist halt wirklich, wenn man in einer Telefonhotline hängt und hier in dem Fall muss man verhindern, dass ein Atomschlag explodiert. Der muss abgefangen werden und man muss den Präsidenten der USA erreichen, damit das funktioniert. So einfach ist es allerdings nicht. Und ja, also hier ist die Aggression auf jeden Fall richtig hoch und das wird spaßig zu sehen, was die Leute zustande bekommen in den 10 Minuten, die sie hier tatsächlich haben. Also, ha, Yeah. es ist The next time you're stuck in a hotline, you will be glad that you aren't stuck in this one. Oh Gott, auf jeden Fall. Die Mhm. schrecklichste Hotline, die man sich vorstellen kann. Ja. Alright. Was haben wir jetzt? Ja, Subway Midnight. Wir hatten jetzt gerade schon Aggression und in Subway Midnight geht es um dieses ungute Gefühl, was man grundlegend hat, wenn man des Nachts unterwegs ist in einer U-Bahn. Hier könnte alles Mögliche passieren und in diesem Spiel passiert auch alles Mögliche. Man läuft einfach von Wagen zu Wagen und jeder Wagen ist so ein bisschen anders, hat andere Überraschungen und was bleibt, ist aber dieses ungute Gefühl. Und darum geht es so ein bisschen, damit umgehen zu lernen. Yeah, as Matt just said, I think everyone who takes public transport once in a while knows that being in public transport late at night is not the nicest thing. There's always strange people about, a strange feeling in the air, and yeah, this game perfectly summarizes that with a multitude of different visual effects and styles, and it is bright and colorful, but very creepy nonetheless. So yeah, Oh, you know where you need to take a breath? If you're playing trombone. And you may have seen Trombone Champ trending on social media in the last few weeks because there was a lot of hype surrounding it, and we are very glad to have him aboard because honestly, I cannot imagine a more fun idea for a rhythm game than playing trombone, and it just seems set up to like make you fail in the most hilarious way possible. Ja, in Trombone Champ muss man auf jeden Fall Luft holen zum Spielen dieser Instrumente und wenn man hier einmal im Flow ist, dann ist es ganz cool, aber wenn man daneben liegt, ist es wirklich eines der stressigsten Dinge, was man sich irgendwie vorstellen kann. Hier kann man aber lernen, gut zu sein, kann sich updaten, ein sehr fantastisches Spiel, was gerade durch alle möglichen Kanäle getrennt ist, von daher sind wir auch froh, das dabei zu haben. Ja, und wenn es gute Leute spielen, ist es nicht so stressvoll. All right, up next we have another rhythm game, and this one is Melatonin, which looks quite soft based on the color palette and the style, but it is a wonderful overlap of reality and dreams and them affecting each other with really great music, and just like it is a like all-rounder. It's a really solid game, and yeah. Genau, es sieht halt unglaublich niedlich aus und entspannt. Das fällt genau in diesen Bereich von Spielen, die entspannt aussehen. Ist es aber nicht so ganz. Hier muss man sehr genau den Takt treffen. Das ist auch ein Musikspiel. Und zu langsam. Okay, schnelle Überleitung, wo man auch schnell sein muss. Irgendwie, wir kommen jetzt in den Bereich Entspannung schon rein. Langsam ist dieses Spiel hier. Und zwar befindet man sich in einer Großstadt, da passiert eine ganze Menge. Wir sind aber nur ein kleines froschartiges Wesen, was sich durch die Schatten dieser ganzen stressigen Situation begibt. Und damit lernen wir so den Stress der Stadt auf einer ganz anderen Ebene kennen. Yeah, jumping from shadow to shadow is something you probably did as a child, as a game at some point, but here you are a frog who is jumping from shadow to make their way through the city. And yeah, absolutely fast-paced. I don't know what it is about frogs and moving fast across like traffic intersections, but it's a very popular genre and to much success because this game very fun, very stressful, but also, as Matt just said, nearing relaxation to a certain point once you got the hang of it.
Ja, und es sieht halt auch einfach wunderschön aus. Also ich bin sehr gespannt, wie die Menschen damit umgehen. So, was haben wir jetzt? Hm, genau. Ah, Ein anderes Spiel, was sich genau in dieser Mitte zwischen Stress und Entspannung befindet. Wir haben hier Kajak VR Mirage und das werden wir in dem realen Kajak haben. Man setzt eine VR-Brille auf und dann geht's los. Kann entweder entspannt durch nette Gegenden durchpaddeln, kann aber auch, wenn man es ein bisschen stressvoller möchte, in einem Gewitter paddeln oder sogar auf Zeit gegen andere Menschen. Das sehen wir jetzt gleich, aber ich gebe Rahel noch mal das Wort. For me, this is very stressful because I'm terrified of kayaking in real life. So on one hand, this is stressful because I'm in a kayak. On the other hand, it is also very relaxing because you can explore all these spaces from the safety of our festival area. And as you can see, you get a multitude of landscapes and seascapes, and it just looks incredible. And honestly, this on a with VR goggles, that must be stunning. Oh, speaking of seascapes, up next we have Naiad, which is incredibly relaxing. It's like, I mean, when you're in a pool or in the ocean, whatever, and just floating on your back and seeing the world. That is basically the plot of Naiad. You are a Naiad who is floating down the river and exploring all of these wonderful nature scenes. Absolutely wonderful art style once again, and also with a deeper meaning. Ähm, sehr gut. Den Deeper Meaning, den verraten wir noch nicht so richtig. Nee. In dem Spiel sind wir halt super entspannt. Eine kleine, ich weiß echt nicht, wie so Deutsch das Triade? Najade. Najade einfach. Eine Dieser Triade sind Nee, drei. ist was ganz anderes. Ein Wassergeist. Und wir fließen von der Quelle eines Flusses in die Stadt und erleben quasi aus der Sicht des Wassers, wie sich vielleicht die Umgebung ein wenig wandelt. Sehr entspannt. Genau, entspannt geht es auch weiter bei Routine Feed, Featuring. Hier sind wir ja im Alltag letztlich einfach. Wir wohnen in einer Plattenbausiedlung, man muss jeden Tag auf Arbeit gehen. Gleichzeitig will man aber vielleicht etwas mehr vom Leben und man kann versuchen, Poesie zu schreiben und eventuell ein Buch zu veröffentlichen. Und es ist jeden Tag der gleiche Ablauf, aber es ist das, was man selbst draus macht. Also Arbeit gehen, Bus fahren, im Sandkasten spielen, auf den Dach klettern, kochen. Und dann träumt man nachts manchmal von merkwürdigen Dingen. Yeah, and honestly, I think we've all at some point had the urge of like, oh, someone else's life looks really nice. I wish I could just jump into that and live that life myself for a day. And Routine Feed gives you that option because you are just slipping into someone else's routine and making the most of it in a very lovely looking Plattenbau. I don't know what the... Oh, this is Season Letter to the Future. Matt, you wanna... Absolut. Fantastisches Spiel. Wir befinden uns hier in einer Zukunft. Es ist nicht ganz klar genau in welcher. Aber es geht darum, dass wir dokumentieren, was hier alles passiert, was man sieht. Man macht das über Audioaufnahmen, über Fotos, über Gedanken, die man wirklich in einem Buch schreiben und selber gestalten kann. Und die Entwickler haben uns hier gesagt, das, was man in das Spiel reingibt, das kommt auch wieder zurück. Und es geht um die Connection der ganzen Menschen und der Welt. Honestly, I'm just always glad about a game where I can bike because I can't bike in real life, and seeing like these stunning images and this lush nature and all these like stunning colors as well has like an incredible visual language. That is just an essence of what games are to me. Oh, and now we have Onda, right? Ja, Onde ist wirklich eine musikalische Reise, wenn man so mag. So auf dem Beat der Klänge schwingt man mit einem kleinen quallenartigen Ding und läuft einfach so durch diese Welt. Es ist mit so das Entspannteste, was wir, glaube ich, in der ganzen Ausstellung haben. Also besser kann man das Thema hier an der Stelle gar nicht zusammenfassen. Yeah, honestly, the mixture of, once again, beautiful images and stunning soundscapes and also just really cool mechanics make, like, we have 3 rhythm games in our exhibition, but as you can see, Onda really is completely unique and stands for itself and is just such a cool game, very relaxing, and if you come visit us in person, you will probably just completely zone in on the game and not want to leave.
Oh, and Katzen. speaking of things you can zone in on, this is a little to the left, which perfectly encapsulates the relaxation one gets from sorting things. As you can see, it is a puzzle game with, well, a little furry friend who sometimes keeps messing up all the order you put the things in. Yeah, it is very fun, and Ja. despite perhaps its Ich habe keine mundanity, Zeit mehr. Jetzt very muss good. nochmal auf Deutsch No! reinhaken Ah! irgendwie. Wir müssen Dinge sortieren irgendwie. Das kann entspannt sein, aber ist es nicht unbedingt immer. Okay, you talk now. Ich klaue dir das jetzt gleich nochmal. Genau, als nächstes haben wir Alba, A Wildlife Adventure. Hier geht es darum, man spielt ein kleines Kind und ist unterwegs und ist auf einer Insel, und auf dieser Insel soll anscheinend ein Hotel gebaut werden, mitten in einem alten Naturschutzgebiet, und es geht darum zu zeigen, dass es wert ist, dass dieses Gebiet erhalten bleibt. Wir begeben uns also auf eine sehr entspannte Tour, machen Fotos von allem, was wir finden, sammeln das und erleben kleine Stories mit den Menschen und den Tieren vor Ort. Yeah, as Matt just said, Alba is an incredible story about. Yeah. Oh, no. It's incredible. Please play it. That's enough. Ja, nächstes Spiel, sehr schnell. Cloud Gardens spielt in der Zukunft, in einer Apokalypse, obwohl man weiß nicht genau so richtig, was ist. Irgendwo in der Zukunft irgendwie. Und es geht darum, dass die Natur sich die Landschaft so langsam zurückhält. Wir pflanzen hier Samen und probieren einen Garten zu schaffen aus dem ganzen Schrott, den es gibt. Sehr entspannt mit der Musik, auch dem Zuschauen und dem Gärtnern in einer Welt, die gleichzeitig zum Reflektieren einlädt. Yeah, I mean, urban gardening, thing of the past. This is post-apocalyptic gardening, and Cloud Gardens invites you to basically bring life into decay and ruin and make something beautiful out of things that are left behind after disaster. And yeah, honestly, Ja, ich mag einfach auch, wie es aussieht. Das Ja. Karten. So. Das finde ich auch richtig toll. Gently Down to Marsh ist ein 4-Spieler-Spiel, und man ist gemeinsam unterwegs mit seiner ganzen Crew und muss ein kleines Kajak schon wieder durch den Sumpf bewegen. Der Witz ist allerdings, jeder steuert halt wirklich eine Seite, und es ist sowohl entspannt als auch stressvoll im Team natürlich, irgendwie sich da ordentlich abzustimmen. Yeah, if you thought like paddling with 4 people in real life is difficult, try paddling with everyone controlling one oar with a button, because that surprisingly does not make it easier, as you will see in Gently Down the Marsh, which honestly is just fun for the whole friend group. Hopefully you'll still be friends after playing it, but could be a good team building exercise. But yeah, we do have a lot of paddles this year, don't we? Ja, absolut. Das ist das letzte Spiel schon in der Kernausstellung. Wir sind hier also bei Entspannung angelangt am Ende. Und die nächsten Spiele, die wir gleich sehen werden, sind jeden Tag quasi oder jeweils einen Tag in der Ausstellung. Wir fangen beim Montag an und haben hier das Spiel Open Field. Yeah, so Open Field is basically the quintessential game for reflection, because the whole mechanic is you writing your thoughts and whatever is worrying you or in general is on your mind into the game, and have it be blown away by the gentle field breeze, as you can see in the game. Ja, was wir hier wirklich machen, ist einfach nur Text schreiben, der verschwindet quasi in der Landschaft, und es ist einfach nur der Safe Space für sich, der sichere Raum, wo man einfach ein paar Gedanken loswerden kann, ohne dass irgendjemand einen Judge dafür. Mann, jetzt fehlt mir das deutsche Wort nicht ein. See, you could write about that, but that is weighing you down, that the German is slowly floating away. Ja, das können Sie tun. Ja, aber es ist genau entspannt, wenn man am Montag ein bisschen Zeit braucht. You see, Dienstag. we've now arrived at Tuesday, and we have Universe for Sale, which is a perfect mixture of a comic book and a video game. It is a narrative about a mysterious stranger or a mysterious person coming into a tea shop and slowly discovering this world that is slowly unfolding. This is the prologue to the game. Yeah,
hopefully. Und dann muss ich mich noch ein bisschen beeilen, weil der Trailer ist nicht sehr lang. Wir Ja. kommen in einen Teeladen herein und müssen uns ein bisschen darüber informieren, was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir da gerade sind und reflektieren genau an dieser Stelle dazu. Und es ist sehr philosophisch auf jeden Fall. So, mache ich schnell weiter. Wo man auch ein bisschen reflektieren kann, ist dann mit unserem Spiel am, wo sind wir denn jetzt schon? Donnerstag, glaube ich. Mittwoch. Mittwoch. Ja. Mittwoch? Mittwoch. Ich glaube, es ist Mittwoch. Mittwoch, genau, Duro. Alle Angaben ohne Gewehr. Genau, was wir hier machen, ist, es ist ein Jump'n'Run. Wir haben zwei Figuren und die eine ist unsere Depression und man muss halt lernen, damit umzugehen. Yeah, so in this jump and run, you have a companion, which is your depression, and as you can probably imagine, your depression isn't always very cooperative, isn't really there to make your life easier or to be a helpful companion, but learning to live with it, learning to be friends with it, and work together is the central focal point of Duru, where you can play a naked mole rat. Right? This is a naked mole rat, right? Or just a mole rat? I did not see how naked it was. That sounds wrong. Sorry. Genau. Anyway. Donnerstag, jetzt sind wir bei Donnerstag, haben wir One Dreamer und finde ich sehr gut. Hier geht es so ein bisschen um Burnout oder generell, wie so eine Work-Life-Balance funktioniert. Es geht um eine Person, die ein Spiel entwickeln möchte, aber gleichzeitig in der Realität natürlich mit so Kosten zu tun hat. Und als Spielende schlüpft man in diese Rolle und hilft, das Spiel zu programmieren, während man es spielt. Codet die Realität. Yeah, this game is very, like, it has multiple levels, as in you, the player, are helping a game developer develop his game by developing this game, or rather, changing around this game. It is a commentary on burnout and depression, and basically the conditions under which game developers are making the games we know and love today. So, and also, like, I love the art style. Very good. Das nächste magst du auch hier. Yeah, the next one is a bit different. We have presenter slides, which is basically a venture into corporate hellscape. It is absolutely chaotic. There is so much going on. It is very hard to summarize, but like corporate hellscape really puts it well together. And also, I don't think we should say too much about it because this is a game you really need to experience for yourself. Also es tut so, als wäre es eine Präsentationssoftware am Anfang, dann crasht alles und plötzlich ist man in der Hölle der Präsentationssoftware. Und hier muss man probieren, wieder rauszukommen, indem man kleinste Aufgaben löst. Und es ist wirklich alles sehr weird. Es ist ein reines Erleben. Also wenn ihr am Freitag in der Ausstellung Zeit habt, schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Cthulhu kommt auch vor, glaube ich. Cthulhu kommt, glaube ich, jetzt noch. Oh. Ja? I mean, honestly, I would be very stressed if Cthulhu was part of my office job. Ein bisschen entspannter, aber auch mit Schiffen hier am Ende zu tun hat Wayward Strand. Finde ich persönlich absolut fantastisch. Wir sind in einer Zeitebene, also das Spiel passiert einfach. Egal, was man tut, die einzige Möglichkeit der Entscheidungsebene, die man hat, ist, dass man auf diesem Schiff umherläuft und mit den Menschen einfach redet. Was sind deren Geschichten? Was treibt die an? Was kann man da so entdecken? Und dadurch kann man es immer und immer wieder spielen, weil man halt jedes Mal andere Dinge entdecken kann in der Zeit. Yeah, this is a game where the game just happens regardless of what you do. It is set on an airborne hospital ship, and you see all these different patients and visitors and inhabitants of this ship. And it has a great replayability factor because due to the fact that it just keeps happening and what you do is interact with people, depending on who you interact with at what time, the story might turn out completely different for you. Oh, and now we have a stressful moment, which might also be quite relaxing, with Save Room, which is the inventory management mechanics from, is it Resident Evil 4? Yeah, absolutely. Yes. Yeah. Okay, I'm bad with numbers. And honestly, reorganizing your inventory during a fight is hopefully not something we have to do in real life, so I'm very glad that this game gives us the chance to do so.
Genau, also hier in Safe Room muss man das Inventar managen während eines Kampfes irgendwo außerhalb. Also man sieht schon, man muss ein bisschen auch gucken, wie steht es mit der Health und all diese kleinen Tricks anwenden des Sortierens mit die Magazine in die Waffen packen oder die Kräuter zusammenmixen. Hauptsache, es passt irgendwie und es ist damit genau an dieser Schwelle zwischen Stress und natürlich auch so ein bisschen mit Entspannung, weil man sortiert einfach nur Dinge. Von daher, schön, dass das dabei ist am Sonntag, dem letzten Tag. Yes. Ja. I think that's all, isn't it? Ja, das war's schon. Wie gesagt, die letzten Spiele, die wir jetzt gesehen haben, die sind jeden Tag oder jeweils einen Tag in der Ausstellung zu sehen. Aber wenn man online dazukommt im Play Valley, kann man diese Spiele jederzeit sehen, natürlich. Yeah, so if you played a game in person and are thinking to yourself, man, would love to play that again, sucks that it was in the open exhibition, you can revisit it in the Play Valley and play it all week round, which is very much recommended because all of the games, not just the open exhibition games, but generally all of the games that we've shown, are absolutely incredible. Otherwise, they wouldn't be in our exhibition, and we very much recommend you check all of them out. Und das war's, glaube ich, schon. Herzlichen Dank Yeah. fürs Zuschauen und wir sehen uns auf der Play. Macht's gut. Yeah. See you around. Bye.